Tesla will noch dieses Jahr das Facelift Model Y Juniper auf den Markt bringen und das profitiert vom vorher aufgefrischten Model 3 Highland. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Tesla plant im kommenden Jahr ein rundum aufgefrischtes Model Y vorzustellen und auf den Markt zu bringen. Demnach soll die Produktion der ersten Facelift-Modelle, die im Rahmen des Project Juniper entwickelt werden, zur Jahresmitte in Teslas Gigafactory in Shanghai starten und in China auf den Markt kommen. Unbekannt ist bislang, wann das Tesla-Werk in Grünheide die Neuerungen in die Model Y-Produktion aufnehmen wird. Tesla Deutschland äußert sich bisher nicht zu den Berichten. Dass Tesla bei Model Y bestrebt ist, es optisch und technisch von vornherein frisch zu halten, liegt sicher in dessen globalem Erfolg begründet. Es war sowohl 2022 als auch im bisherigen Jahresverlauf 2023 das weltweit meistverkaufte Elektroauto überhaupt vor dem Tesla Model 3. Ähnlich sieht es auf dem deutschen Markt aus. Zwischen Januar und November 2023 wurden hierzulande 43.097 Tesla Model Y neu zugelassen. Damit ist es das meistverkaufte E-Auto in Deutschland und hat fast dreimal so viele Neuzulassungen wie das Schwestermodell. Das neue Tesla Model Y Juniper wird vor allem an der Front mit schlankeren Scheinwerfern und einer neuen Lichtsignatur mit LED-Matrixleuchten aufweisen. Der Stoßfänger wird ebenfalls erneuert und aerodynamisch noch effizienter gestaltet. Um die Reichweite zu maximieren und den Lärm zu reduzieren. Nichts wirklich Neues, aber genau das Richtige, um das Erscheinungsbild des Model Y zu erneuern und es gleichzeitig von der derzeit auf dem Markt befindlichen Version zu unterscheiden. Am Heck werden wieder die Linien des überarbeiteten Model 3 aufgegriffen, mit C-förmigen Leuchten, die in die Heckklappe integriert sind. Der Innenraum des Tesla Model Y wird der gleichen Behandlung unterzogen wie das Äußere. Aktualisierungen, aber mit Substanz und im Einklang mit dem, was wir beim neu gestalteten Model 3 gesehen haben. Der zentrale 15-Zoll-Monitor wird beibehalten mit überarbeitetem Infotainment, aber wieder ohne Android Auto oder Apple CarPlay-Kompatibilität. Die Getriebesteuerung soll darin integriert sein, also nicht mehr über den klassischen an der Lenksäule verankerten Knüppel bedient werden. Das Lenkrad wird eine klassische Form haben, also kein Yoke, mit Touch und physischen Tasten zur Steuerung von Blinker, Licht, Sprachbefehlen und mehr. Der Mitteltunnel beherbergt die doppelte kabellose Ladeschale für Smartphones sowie Becherhalter und ein großzügiges Fach unter der Armlehne. Für die Fondpassagiere gibt es einen 8-Zoll-Monitor mit Bedienelementen für die Klimatisierung, Belüftung und Unterhaltung. Was die Motorisierung des Tesla Model Y Juniper betrifft, so wird die Verfügbarkeit von Versionen mit Hinterrad- oder Allradantrieb bestätigt, wobei eine Leistung von 170 kW oder 231 PS bzw. 250 kW oder 340 PS zu erwarten ist. Die Reichweite soll sich im Vergleich zu den aktuellen Versionen erhöhen. 455 Kilometer in der RWD-Variante, 533 Kilometer in der AWD Long Range Version und 514 Kilometer im Performance-Modell. Die Preise für das Tesla Model Y, das in der zweiten Hälfte diesen Jahres auf den Markt kommen soll, könnten leicht steigen, auch wenn Elon Musk beschließen könnte, die Preisliste zumindest anfangs unverändert zu lassen. Sollte man sich aber entscheiden, der Philosophie des Model 3 zu folgen, dürfte die Erhöhung mit einem Aufschlag von rund 1.000 € noch gering ausfallen. Wie würde euch das Facelift des Model Y Juniper gefallen? Wäre der was für euch? Und was denkt ihr, was der kosten wird? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!